Ja, hallo zusammen. Ich habe heute die Google Pixel Watch auf dem Tisch. Die möchte ich einfach mit euch heute mal zusammen einrichten. Als Handy habe ich hier das Samsung A13, also hier ein ja, Low-Budget-Handy. Und ich möchte einfach mal schauen, wie das Ganze mit Samsung funktioniert, beziehungsweise einfach das auch mit euch mal komplett einrichten. Ich habe noch gar nichts gemacht. Ich habe auch noch keinen Fitbit-Account. Also ich bin da bei dem Thema wirklich komplett blank und möchte einfach mal schauen, wie das Ganze hier funktioniert und euch einfach da mal mitnehmen. Ja, wenn wir uns die Verpackung mal anschauen, also jeder, der Held der Steine schaut, der kennt vielleicht das Ganze, ja, nichts, was man sich an Highlights hier erschrecken müsste. Das Ganze ist genauso auch hier. Wir haben jetzt hier ganz normal, ja, keine großen nennenswerten Eigenschaften hier auf der Verpackung. Wir sehen jetzt einfach nochmal, was alles dabei ist. Wir sehen hier ein USB-C-Charger ist dabei und auch die beiden Armbänder. Das Ganze ist ja einmal für 130 auf 175 mm beziehungsweise auf 165 auf 210 mm enthalten. Wir können auch sehen, das Ganze ist noch versiegelt. Wir machen das jetzt entsprechend mal auf. Ja, im ersten Blick sehen wir schon, die Pixel Watch wirkt jetzt nicht so groß. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mal die Apex dagegen halte, die wirkt dann schon richtig bullig dagegen. Und ja, sehr dezent. Wir haben hier abgerundete Kanten bzw. ein abrundetes Display. Und ich würde einfach sagen, wir nehmen das Ganze mal entsprechend raus und schauen mal, was alles dabei ist. Ja, dann haben wir hier auch noch so eine kleine Kurzanleitung. Und wenn ihr nach ganz hinten blättert, dann bekommt ihr auch so eine kleine Übersicht auf Deutsch. Da wird einmal gezeigt, wie das Armband anzulegen ist, beziehungsweise dann auch entsprechend das Armband zu wechseln ist. Was das Thema Armbandwechsel angeht, so hat ja Google sein eigenes System. Also hier muss man dann einfach auch schauen, was der Drittanbietermarkt dann wieder zu bieten hat. Es ist jetzt nicht so, dass wir hier jetzt so Standardarmbänder nutzen können, wie wir das Ganze jetzt bei den Forerunner-Uhren zum Beispiel kennen oder auch zum Beispiel bei den Polaruhren. Ja, wenn wir die Uhr dann auch abnehmen, dann könnte man eigentlich meinen, dass hier der Ladeanschluss, das ist nicht, das ist einfach hier nur so Plastik für Dekoration. Ob man sowas braucht, ist natürlich immer fraglich. Alles ist aus Karton. Dann können wir einmal hier erkennen, wenn wir das Ganze aufklappen, wir haben hier den ja, Ladeanschluss. Und jeder, der eine Apple Watch schon mal gesehen hat, dürfte das bekannt vorkommen. Oder auch eine ja, Polaruhr, die haben das mittlerweile auch. Und dann sehen wir hier, wir haben den klassischen Magnetanschluss. Heißt, das Ganze wird hier draufgelegt und kann dann entsprechend geladen werden. Ja, das liegt auch ganz gut. Trotz des Armbandes kann man die Uhr jetzt sehr gut ablegen. Ja, und als weiteres Gimmick haben wir dann noch, wie gesagt, das kürzere S-Armband. Sehen hier, das ist ein deutlich kürzeres Armband als jetzt das, was aktuell schon installiert ist. Ja, dann würde ich aber sagen, dann starten wir mal das Ganze. Wir gehen einfach jetzt hier mal auf den Knopf. Ja, dann haben wir auch schon das Ganze mal angezeigt bekommen, dass wir es hier verbinden sollen. Wir haben jetzt hier einmal die Sprache, die wir auswählen können. Und wir sehen hier, es ist schon alle Hülle und Fülle an Sprachen dabei. Da gehen wir jetzt einfach mal auf Deutsch. Und dann sehen wir hier, laden Sie folgende App auf dem Smartphone herunter. Und zwar die App der Pixel Watch. Dann sehen wir auch hier wird dann angezeigt, dass wir entsprechend die App verbinden sollen. Ich habe jetzt gerade mein Handy gestartet. Ich habe die Pixel Watch App schon vorinstalliert gehabt. Ich habe auch nichts gemacht. Ich habe sie nur entsprechend installiert. Und wir sehen hier, das Ganze wird direkt erkannt. Das finde ich schon mal sehr positiv. Also obwohl ich jetzt hier ein Samsung-Gerät habe und kein ja, Google-Handy, klappt das wunderbar. Gehen wir jetzt einfach mal verbinden. Und da sehen wir jetzt auch schon, hier wird der PIN zur Bestätigung genommen. Das sagen wir einfach bestätigen. Und dann sehen wir auch hier, wird das Ganze jetzt hier durchgeführt. Wie gesagt, ich mache jetzt gar nichts. Das Ganze ist jetzt hier entsprechend, ja, wird direkt vom Gerät gesteuert. Und wie gesagt, ich habe hier ein Samsung-Handy. Gehen wir auf Stimmen zu. Sagen wir einfach mal zulassen. Und dann könnt ihr das Ganze entsprechend zugehen. Und dann wird es auch schon entsprechend, ja, hier verbunden. Ja, und auch das gibt es. Wir sehen hier, Verbindung ist nicht möglich. Ich mache mal wiederholen. Und dann schauen wir nochmal, ob das Ganze jetzt hier funktioniert. Ja, ich muss das jetzt zweimal versuchen. Das hat nicht Anhieb geklappt. Also nicht wundern, falls es bei euch nicht klappt, dann einfach nochmal die Bluetooth-Verbindung aufheben, da die Uhr nochmal neu starten und dann habe ich die App nochmal separat gestartet und dann hat es alles wunderbar funktioniert. Dann werde ich natürlich auch schon gefragt, welches Google-Konto ich verwenden möchte. Ich habe jetzt natürlich mein Google-Konto, dann gehe ich hier auf Weiter. Dann wird es entsprechend auch angemeldet. Dann müssen wir natürlich noch die Identität bestätigen. Ja, und dann sind wir auch schon mit dem Einrichten mit dem Google-Konto fertig. Dann bekommt ihr noch so ein paar Informationen. Animiert noch das Ganze, wie das hier entsprechend mit dem Anlegen des Armbandes funktioniert. Dann werden wir noch gefragt, ob wir es links oder rechts tragen, beziehungsweise die Krone links oder rechts. Also ist auch interessant für die Leute, die die Uhren dann anders tragen. Und hier wird dann auch nochmal kurz erklärt, wie ihr dann entsprechend das Armband wechseln könnt. Das finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Das Ganze hier ist schön animiert. Und dann wisst ihr immer Bescheid, wie das Ganze hier funktioniert. Dann werden wir noch gefragt, ob wir das Ganze hier mit dem Fitbit-Konto verbinden möchten. Wie gesagt, ich habe noch kein Konto. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter und schauen mal, was passiert. Dann können wir hier noch entsprechend den Google-Assistenten benutzen. Dann kommen natürlich die üblichen Google-Dienste, die wir kennen. Und dann gibt es hier auch nochmal eine kleine Erklärung, wie das Ganze hier mit dem Sprachassistenz funktioniert. Sagen wir Stimmen zu. Okay, Google, erinnere mich jeden Montag daran, meine Hey Google, starte einen Anruf. Ihr solltet vielleicht dann auch entsprechend hier Google nicht gerade aktiv haben, wenn ihr in einem Raum sitzt, wo das Ganze funktioniert. Und wir sehen auch hier, das Ganze schwenkt immer zwischen ja, Deutsch und Englisch, also ist nicht so alles ganz übersetzt. Dann können wir natürlich auch noch hier ein PIN auswählen.
Ja, dann gibt es natürlich auch noch Google Pay, was ihr nutzen könnt. Das mache ich jetzt nicht, weil ich ungern mit Google Pay bezahle, weil mir hier zu viele Daten getrackt werden. Das überspringe ich jetzt einfach mal. Und dann sehen wir jetzt auch schon mal, welche Apps ich dann entsprechend haben möchte. Ich habe natürlich schon ein paar Apps vorinstalliert. Jetzt nicht alles, weil ich das Handy jetzt hauptsächlich nicht nutze. Es ist ein Leihgerät. Sagen wir, okay, weiter. Dann zum Beispiel Strava etc. ist dann auch hier enthalten. Und jetzt wird die Smartwatch entsprechend aktualisiert. Das Ganze kann dann nochmal bis zu 10 Minuten dauern. Ja, dann ist auch die Einrichtung abgeschlossen. Und dann sehen wir hier, wir bekommen jetzt schon mal eine erste Übersicht. Wir haben jetzt hier ein Systemupdate verfügbar, das machen wir jetzt gleich, aber erst danach. Und dann können wir auch noch mal sehen, das habe ich jetzt gerade eben weggemacht, weil ich nochmal reingeguckt habe. Wir sehen, oben rechts ist dann so eine Sprechblase. Hier könnt ihr dann nochmal Unfallerkennung einrichten, da können wir auch mal reingehen. Nochmal weitere Informationen. Dann kann man das Ganze mal aktivieren, das machen wir auch gerne. Dann haben wir noch die Funktion Notfall SOS einrichten, da gehen wir auch mal hinein. Und dann sehen wir hier, das Ganze ist dann schon entsprechend aktiviert. Und hier gibt es dann auch die Geste für Notfälle, also heißt, drücke die Krone 5-mal, schnell hintereinander, um Notfall-SOS auszulösen. Dann haben wir hier noch das Fitbit-Konto, da haben wir dann die Fitbit-App öffnen, da gehen wir jetzt auch mal hinein. Ja, wie gesagt, ich bin jetzt hier auch kein Fitbit-Kunde, das heißt, ich habe hier Fitbit noch nie genutzt, deswegen werden wir auch entsprechend hier das Ganze mal einrichten, beziehungsweise ich möchte jetzt einfach Mitglied werden. Ihr müsst dazu auch wissen, ihr bekommt ja im Zuge, wenn ihr die Uhr kauft, auch 6 Monate Fitbit Premium inklusive. Das heißt, erhalte tiefen Einblicke, zusätzliche Anleitung, exklusive Workouts und weitere Vorteile heißt es hier auf der Google-Seite. Das müssen wir uns dann einfach mal genau im Test anschauen, was das Ganze hier bedeutet. Ich habe hier eine Pixel Watch und sagen wir hier, ich möchte das Ganze entsprechend einrichten. Und natürlich müsst ihr auch dann wieder hier diverse Sachen bestätigen und zustimmen, beziehungsweise hier auch eine E-Mail-Adresse und das Kennwort festlegen. Ja, wenn ihr euch dann entsprechend hier mit der E-Mail-Adresse angemeldet habt und auch die E-Mail-Adresse verifiziert habt, dann bekommt ihr auch direkt dieses Bild hier angezeigt. Da gehen wir jetzt einfach mal weiter und dann sehen wir hier, können wir auch Privatsphäre einstellen. Und hier müsst ihr dann eure eigenen Informationen abgeben. Und auch hier ganz wichtig, dass ihr dann alles richtig angebt, weil entsprechend Kalorienverbräuche und alles, was damit zu tun hat, basieren auf Gewicht, Größe und auch Geschlecht, beziehungsweise auch Geburtsdatum, weil natürlich anderer Stoffwechsel, umso älter man ist. Also achtet auch hier, die Daten hier wirklich richtig einzugeben. Ja, und mehr als 1 Minute später habe ich dann hier auch die Fitbit-Verbindung, beziehungsweise das Ganze kann ich dann hier fertigstellen. Wir sehen hier, wir bekommen hier eine 6-monatige Mitgliedschaft. Das Ganze ist dann wohl scheinbar aber nur möglich, wenn wir dann entsprechend auch eine Mitgliedschaft auswählen. Mal gucken, wie das Ganze hier passiert. Wir sehen hier Beginn der Kosten. Also haltet das bitte im Auge, dass ihr hier entsprechend dann das Ganze kündigt. Aber das erste, was ich machen werde, ist beim Play Store direkt mein Abo beenden. Da geht ihr einfach in den Play Store rein und dann gibt es hier den Punkt Zahlung und Abos. Und das Ganze werde ich jetzt einfach direkt beenden, um hier nicht in eine Abo-Falle kommen. Wir werden einfach gleich mal sehen, ob dann auch entsprechend das Probe-Abo gekündigt wird. Das testen wir jetzt einfach mal. Kündigen. Dann sehen wir hier, das Abo endet dann am 18.04.2023 und so habt ihr auf jeden Fall schon mal kein Problem, dass das Ganze verlängert wird. Ihr könnt es ja noch verlängern, wenn ihr möchtet. Ich werde es an dieser Stelle erstmal nicht tun. Ich werde aber zum Thema Fitbit euch dann noch mehr zeigen, wenn ich die Uhr dann getragen habe. Wir sehen hier alles aktuell auf 0. Wir haben jetzt hier nur meinen Grundumsatz, der wird hier angezeichnet oder berechnet. Und das werde ich euch, wie gesagt, entsprechend zeigen. Dann schauen wir aber nochmal ganz kurz auf die Uhr, was die Uhr noch sonst alles zum Einstellen hat. Gehen einfach nochmal hier auf die Uhren-App selber. Ja, dann gehen wir erstmal auf die Zifferblätter. Dann sehen wir hier, wir haben ja auch die Standard-Zifferblätter. Wir sehen hier eine Vielzahl von Zifferblättern, die schon vorinstalliert sind bzw. dabei sind. Und dann könnt ihr euch entsprechend hier einfach eins auswählen. Ich nehme jetzt einfach mal das hier. Dann können wir uns auch noch die verschiedenen Farben auswählen, die wir haben möchten. Ich nehme jetzt einfach mal das Grüne. Und dann können wir auch hier die Slots verschieden belegen. Wir sehen hier alle Möglichkeiten, das Ganze hier auszusuchen. Wir sehen Sonnenaufgang, Sonnenuntergang zum Beispiel. Und dann habt ihr hier so eine kleine Übersicht über das, was ihr entsprechend haben möchtet. Dann sagen wir einfach hinzufügen und dann wird das Zifferblatt auch schon entsprechend gespeichert. Und dann sehen wir, hier ist jetzt entsprechend auch dann das Display enthalten. Dann können wir hier noch die Ansichten einstellen. Also hier können wir dann wirklich auch alles individuell einstellen, wie wir haben möchten. Also das heißt, ihr könnt auch die Reihenfolge der Apps einstellen oder Ansichten hinzufügen. Kann man zum Beispiel sagen, ich möchte die letzte Aktivität noch haben oder auch Hände waschen oder nächster Wecker. Also hier könnt ihr dann alles nach eurem Gutdünken einstellen, wie ihr das haben möchtet. Dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, die Benachrichtigung einzustellen, ob wir das Ganze haben möchten oder nicht. Das ist jetzt alles hier erstmal aktiviert. Dann können wir auch nochmal die Google-Dienste einstellen, also alle Sachen, die ihr jetzt bei der Einrichtung übersprungen habt, könnt ihr entsprechend einstellen. Aber auch Smartwatch-Einstellungen wie zum Beispiel Display und Gesten können eingestellt werden, zum Beispiel wie lange das Ganze läuft. Oder Always On können wir ein- und ausschalten, wenn ihr das haben möchtet. Auch die Neigung bzw. Gestensteuerung ist möglich. Also hier ist dann entsprechend alles möglich, was ihr hier an dieser Stelle
nutzen wollt. Wir sehen auch hier, das neue System-Update ist dann wie gesagt auch schon zur Verfügung. Wir sehen jetzt hier, dass zum Beispiel die GPS-Genauigkeit erhöht wird. Das heißt also, hier ist das Update wirklich empfehlenswert durchzuführen. Ja, würde ich sagen, dann schauen wir uns die Uhr auch nochmal ganz kurz separat an. Wir sehen jetzt hier nochmal, das Display ist hier ganz rund und man verschweigt so ein bisschen den Display ran, indem man hier so ein ganz schwarzes Display nimmt. Also das sieht man hier ganz gut an dem Schlüssel, ist das Display zu Ende. Das heißt also, hier ist dann auch entsprechende Rundung. Man muss da echt aufpassen, dass man nicht hier irgendwo anditscht. Gehen einfach jetzt mal hier, dann entsprechend aktivieren wir das Ganze mal. Ich habe hier noch einen PIN-Code hinterlegt, den müssen wir jetzt erstmal aktivieren. Und dann sehen wir einmal hier, können wir entsprechend mit dem Rädchen runtergehen oder mit der Krone runtergehen. Und dann bekommen wir hier die typischen Ansichten. Also wir können hier auch nochmal die Einstellung durchführen. Die Konnektivität als auch das WLAN etc. ist hier natürlich auf der Uhr entsprechend auch nochmal einstellbar. Zurückkommen wir dann immer, wenn wir dann entsprechend die Krone drücken, dann kommen wir hier wieder auf das Display zurück, beziehungsweise auf die Übersicht. Wenn wir nach unten scrollen, bekommen wir dann alle Benachrichtigungen angezeigt, die wir jetzt aktuell erhalten haben. Wir sehen jetzt hier die verschiedenen Benachrichtigungen, die können wir dann auch entsprechend alle löschen, wenn wir es möchten. Wenn wir von links nach rechts swipen, dann bekommen wir hier die Widgets, die wir jetzt entsprechend eingerichtet haben. Und dann können wir hier auch nochmal durch die verschiedenen Widgets durchgehen. Wir können ja auch entsprechend was suchen, wenn wir das möchten. Oder auch hier zum Beispiel das Wetter anzeigen lassen. Dann gehen wir hier nochmal direkt ins Wetter rein und bekommen hier auch nochmal ein paar Ansichten, wie zum Beispiel die Prognosen sind. Dann haben wir natürlich auch die Möglichkeit, die Trainings aufzuzeichnen. Dann gehen wir jetzt einfach mal auf App öffnen. Dann kommen wir hier in die Trainings-App hinein. Dann sehen wir hier einmal die Aktivitäten, die wir haben. Laufen, Radfahren, Workout. Dann können wir mal auf alle Trainings gehen. Dann sehen wir hier mal eine kleine Übersicht, was es hier alles gibt. Und wir sehen hier ist eigentlich alles Gängige dabei, ja, was das Herz begehrt. Dann können wir hier auch noch ein paar Einstellungen durchnehmen. Zum Beispiel Crash Reporting oder beim GPS. Da können wir auch nochmal die verbesserte Genauigkeit einstellen, beziehungsweise GPS-Benachrichtigungen. Dann haben wir auch nochmal das Schlaftracking. Das heißt, wenn ihr dann geschlafen habt, bekommt ihr hier dann auch nochmal eine Übersicht. Das werden wir dann auch nochmal sehen, wie das Ganze ist. Dann gibt es hier nochmal ein Trainingsfeld. Das ist interessant, weil eigentlich waren wir gerade drin. Das heißt also, wir haben hier eine App doppelt. Dann bekommen wir jetzt hier die Herzfrequenz angezeigt. Das ist die Übersicht. Die Uhr habe ich jetzt ja gerade frisch angezogen. Und wir sehen auch mal die Schritte, beziehungsweise dann sind wir entsprechend auch durch. Ja, wenn wir die Taste oben einmal drücken, dann kommen wir auch in die Übersicht der zuletzt verwendeten Daten. Wir sehen einmal Fitbit Today. Da bekommen wir nochmal aufgeschlüsselt, ja, wie viele Etagen, wie viele Schritte wir gemacht haben, wie viele Kilometer wir gelaufen sind. Also nochmal so eine kleine Gesamtübersicht. Auch dann bekommen wir nochmal die Einstellung, auch Wetter, was wir gerade gesehen haben. Es gibt hier dann auch YouTube Music. Also wenn ihr die Uhr kauft, ist dann entsprechend auch YouTube Music dabei. Das heißt, hier sind dann 3 Monate dabei. Oder auch das Telefon, beziehungsweise ich kann mir dann ja auch nochmal alle Apps anzeigen lassen, also auch hier Wallet und Händewaschen, Maps, also alles, was ihr dann entsprechend auch hier installiert habt. Wir sehen auch, hier ist eine Taschenlampe dabei. Das ist einfach hier nur das Display, was wir sehen. Das wird dann entsprechend erhellt. Die Uhr insgesamt wirkt dann doch nicht so groß. Ich habe schon ein schmales Handgelenk. Wir können sehen, ja, ich trage sie jetzt zwar sehr eng jetzt, das sieht man auch hier ganz gut, dass sie wirklich eng getragen wird. Aber ja, ich muss sagen, sie wirkt doch etwas klein auf der Hand. Das ist so jetzt mein erster Eindruck. Wie gesagt, auch die Abrundung hier. Ich habe da so ein bisschen Sorge, dass ich dann irgendwo anditsche und hier direkt das Glas kaputt mache. Da muss man jetzt einfach mal gucken, wie sich das Ganze im Alltag wiedergibt. Was das Einrichten angeht, das war jetzt so ein bisschen so lala. Ich habe das Ganze, wie gesagt, hier mit dem Samsung-Handy eingerichtet, mit dem A13. Es hat zwar funktioniert, musste aber die Uhr ein paar Mal neu starten und auch ja, die App nochmal neu starten. Das fand ich jetzt nicht so dolle. Ich muss jetzt einfach mal schauen, wie die Uhr sich da im Alltag wiedergibt. Das Ganze sollte jetzt aber, wie gesagt, erst ein Ersteindruck sein, beziehungsweise wie das Ganze hier auch mit einem Fremdgerät eingerichtet werden kann. Ich werde die Uhr jetzt, wie gesagt, einfach testen. Ich werde viel mit Laufen gehen, werde einfach mal GPS-Test machen und auch den Herzfrequenztest, ob das Ganze brauchbare Daten sind. Werde auch mal einen kleinen Einblick in Fitbit Plus geben, wie sich die ganzen Daten hier wiedergeben. Wenn dich solche Sachen interessieren, lass doch auch gerne ein Abo da, beziehungsweise wenn du noch mehr rund um ja, Sportuhren sehen willst, ich verlinke hier oben auch mal eine Playlist, kannst du mal schauen, da habe ich alle möglichen Sportuhren mal reviewed, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, ich habe unten auch Best-of-Playlist, da kannst du mal schauen, was sonst noch alles auf dem Kanal stattfindet. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.